Moin Moin, hier ist wieder Dennis von Easy Feedback, heute mit meinem nächsten Insight für euch und ich möchte heute mit euch über die Akzeptanz von Mitarbeiterbefragungen sprechen, beziehungsweise wie wir die Akzeptanz für Mitarbeiterbefragungen herstellen können. Grundsätzlich haben wir jetzt über die Zeit zwei Typen ungefähr kennengelernt, und zwar sind es Kunden oder Unternehmen, wo die Akzeptanz komplett vorhanden ist. Aber auch andersrum haben wir Erfahrungen gesammelt mit Unternehmen oder Kunden bei uns, die sagen, die Akzeptanz ist nicht so vorhanden und die befürchten halt durch die Befragung, dass diese missbräuchlich genutzt wird und die Führungskräfte an den Pranger gestellt werden oder aber auch, dass die Mitarbeiter zu viel Angst haben, daraus negative Konsequenzen zu erfahren. Und dem kann man grundsätzlich schon ein bisschen zustimmen, denn wir hier aus dem Management oder aus der Personalabteilung haben immer eine andere Perspektive als der Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen uns auch immer in den Mitarbeiter hineinversetzen, wie er das Ganze empfindet, wenn er befragt wird. Es darf halt nicht das Gefühl aufkommen, dass wir ihn kontrollieren wollen oder dass wir ihn bewerten wollen anhand dessen, sondern wir wollen ja sein ehrliches Feedback haben und seine ehrliche Meinung wissen, um halt Prozesse zu optimieren. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, dann kann man das so in zwei Gruppen grob einteilen. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber so kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Unternehmen, die sehr eng zusammenarbeiten, also damit meine ich, die räumlich sehr eng zusammensitzen und sich ein großes Büro teilen, wo halt viel miteinander gesprochen wird, wo die Informationen auch gut übertragen werden. Dort kann man schon feststellen, dass die Akzeptanz wesentlich höher ist. Wenn wir uns jetzt aber die andere Seite anschauen, das heißt zum Beispiel große Unternehmen mit mehreren Standorten oder halt auch Produktionsbetriebe, wo einfach die Produktionsstätte nicht im Office ist und dadurch haben wir ja schon eine Clusterung der Mitarbeiter, das heißt wir haben die Office-Mitarbeiter und die in der Produktion und ganz klar entstehen da Differenzen, weil halt die Informationen nicht immer 1:1 übertragen werden. Die müssen vielleicht nicht übertragen werden, aber es unterbricht halt so ein bisschen. Und daran müssen wir immer denken, dass solche Situationen vorherrschen. Grundsätzlich ist es so, dass der Mitarbeiter ja per se, wenn die Akzeptanz nicht da ist, irgendwie das Gefühl hat, negative Konsequenzen zu erfahren. Und er wird nur mitmachen und er wird auch nur ehrliches Feedback geben, wenn er daraus natürlich einen Vorteil für sich sieht und auch sieht, dass es nicht weh tut, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern ihm zugutekommt. So, und das wäre jetzt auch der Punkt, wie schaffen wir es dann eigentlich, die Akzeptanz zu fördern bei denjenigen, wo keine Akzeptanz vorhanden ist oder wo wir sehr starke Bedenken haben. Wie ich eben sagte, geht es halt darum, der Mitarbeiter muss das für sich spüren, für sich persönlich spüren, dass seine Teilnahme an Umfragen keine Konsequenzen für ihn hat. Das ist also, es hat einen positiven Effekt, sondern es verbessert sich was für ihn selber, für die Arbeit, für seine Arbeitsabläufe etc. Und wenn er das sieht, dann ist er natürlich auch gewillt, beim nächsten Mal wieder mitzumachen. Und wenn er immer sieht, dass daraus positive Dinge resultieren, dann können wir natürlich auch irgendwann mal sagen, wir fragen mal ein bisschen kritische Themen ab. Wir fragen mal Führungskräfte ab. Wir lassen die mal beurteilen, sodass wir da halt dann auch möglichst gutes, konstruktives Feedback erhalten können. Und wie man das Ganze machen kann, das kann ich euch einfach sagen. Wenn wir jetzt in der Situation sind, wo wir sagen, wir haben mit der Akzeptanz ein bisschen Probleme, wir sind uns da nicht sicher, dann könnte man 1-2 Befragungen vorschieben. Das heißt, wir fangen erstmal an mit einer einfachen Befragung und befragen unsere Mitarbeiter gerade zu den Arbeitsmitteln. Jetzt mal als Beispiel. Das heißt, in Produktionsbetrieben oder Ähnliches müssen Handschuhe getragen werden, es muss mal ein Helm getragen werden, Sicherheitsschuhe und weitere Maßnahmen. So, und das ist das, was diesen Mitarbeiter, der da in der Produktion steht, womit der 8 Stunden zu tun hat, womit er zu kämpfen hat, wenn es nicht gut ist, sage ich jetzt mal. Und wenn wir da eine Befragung vorschieben und ihm einfach mal fragen, wie kommst du mit deinen Arbeitsmitteln zurecht? Sind die Handschuhe, halten die lang genug? Gehen die zu schnell kaputt? Die Schuhe, sind die bequem genug für das lange Stehen? Oder. So, und wenn ich so eine Befragung vorschicke, dann sieht der Mitarbeiter erstmal, okay, hier wird gar keine Beurteilung stattfinden, sondern es geht einfach darum, wie gut komme ich hier zurecht? Wie ist mein persönliches Empfinden? So, und wenn ich auf Basis der ersten Ergebnisse halt dann auch schnell Resultate zeige, das heißt, einfaches Beispiel, es werden neue Arbeitshandschuhe angeschafft, die sind ein bisschen robuster, die halten länger, die fühlen sich auf der Haut auch besser an. Und dann sieht er, okay, ich habe jetzt hier teilgenommen und es hat einen positiven Effekt für mich. Und so kann ich mich halt als Unternehmen langsam steigern. Das heißt, die zweite Befragung kann schon
ein bisschen intensiver werden. Also intensiv meine ich, dass wir vielleicht auch 1, 2 kritische Fragen machen, dass wir so ein bisschen Prozesse abfragen, Optimierung. Was könnt ihr euch vorstellen? Wo haben wir hier Engstellen? Oder wie könnte zum Beispiel die Kommunikation besser funktionieren? Dann fühlt er sich halt auch dort wieder abgeholt, wo er sieht, okay, wenn ich hier meinen Beitrag leiste, dann verändert sich was. Es muss sich natürlich dann auch was verändern. Ne? Also wir dürfen es dann nicht einfach im Raum stehen lassen, weil dann ist das Vertrauen und die Akzeptanz sofort wieder gestorben. So und so kann ich über ungefähr so 1, 2 Befragungen, die ich vorschiebe, kann ich so langsam die Akzeptanz aufbauen. Die Mitarbeiter sehen, okay, das ist ja gar nicht schlimm, ich spüre überhaupt keine negativen Konsequenzen. Das hat alles nur Vorteile für mich, wenn ich da mitmache. Und dann können halt dementsprechend auch mal die, ich sag mal, sensiblen Befragungen, wenn man mal eine 360-Grad-Führungskräftebefragung machen möchte oder halt auch Vorarbeiter oder ähnliches in dem Sinne, um da konstruktives Feedback einzuholen. Es geht ja nicht darum, dass wir die an den Pranger stellen sollen, sondern wir wollen uns ja alle verbessern und die Prozesse optimieren, um so besser durch den beruflichen Alltag durchzukommen, um die Produktion höher zu fahren etc. Also es gibt ja viele Gründe an der Stelle. Genau, das war jetzt mein Insight, wie ihr die Akzeptanz, wenn sie nicht vorhanden ist, stärken könnt in Befragung, sodass halt das Vertrauen aufgebaut wird bei den Mitarbeitern und ihr dann auch wirklich die intensiveren, die wirklich wichtigeren, wo ihr sagt, okay, das ist fürs Management sehr interessant, wir müssen es auch hier oben entwickeln, nicht nur da unten, sondern es muss an allen Seiten passen, um die dann auch nachzuschieben. Da, wie gesagt, mein Insider für euch, befragt erst die Mitarbeiter zu ihrem persönlichen Empfinden, Situationen, die sie an ihrem Arbeitsplatz haben und dann schiebt das Stück für Stück nach. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg. Bis dahin.